Hallo zusammen. Ja, wir sind heute in Topeka angekommen. Unser Zuhause für die nächste Woche bis anbauend am Samstag und ja, sind gestern Morgen am Sonntag in Berlin losgeflogen und nach Chicago. Von da aus einen Roadtrip über knapp 1000 Kilometer. Haben so ein paar amerikanische Dinge mitgenommen, die man halt so macht und genau, ein paar amerikanische Dinge mitgenommen. Und dann am Mittwoch ist es geplant, dass wir nach Emporia fahren. So eine Stunde weg, wie schon erwähnt. Und da einen Recon machen, also quasi die ersten 30 Meilen, die letzten 30 Meilen unseres Rennens anschauen. Zusammen mit 2 Holländern und den Leuten von Schwalbe. Da bekommen wir dann auch den neuen Reifen, den Schwalbe G1 RS. Dann Donnerstag wird ein klassischer Ruhetag sein, wo ich einfach mal nichts mache. Ich habe das ganz gerne so, vor allem gerade wenn man so viel unterwegs war. Viel Hektik, dass man einfach auch mal einen Tag nichts macht. Das wird der Donnerstag sein und dann Freitag ist eine Nummernausgabe oder man holt die Nummer ab. Und dann nochmal eine kleine Vorbelastung. 1,5 bis 2 Stunden mit ein bisschen Intensitäten, um den Körper quasi wach zu machen, bereit zu machen für das, was dann am Samstag auf mich zukommt, die 324 und ein paar zerquetschte Kilometer. Bis jetzt sieht das Wetter ganz entspannt aus, aber es sind auf jeden Fall schon Stürme und Regen vorhergesagt. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich diese Woche noch entwickelt. Ja, wir haben gerade so ein bisschen ungeplanten, stressigen Morgen, weil der Plan für heute war eigentlich eine 5 Stunden Ausfahrt zu machen mit den Holländern und Schwalbe, um die ersten und die letzten 30 Meilen uns anzuschauen. Dann war die Wettervorhersage gestern Abend aber so schlecht, dass wir uns entschieden hatten, die Ausfahrt heute nicht zu machen und das auf morgen zu verschieben, wo es gutes Wetter sein soll. Und jetzt bin ich heute Morgen um 7:30 Uhr aufgewacht zu ein paar Nachrichten, die dann hießen, dass wir doch fahren. Von daher aufgesprungen, kurz Zähne geputzt, was zu essen gemacht auf die Hand. Jetzt sind wir im Auto, fahren nach Emporia und werden jetzt Radfahren. Ich weiß nicht, ob es Gravel ist, Straße, auf jeden Fall fahren wir Rad. He said, okay, this guy is a favorite. Yeah. Midnight. And it was crazy thunderstorms. Yeah, from yesterday at 5 till tomorrow 5 it rained non-stop and really hard. It's more about the days before, you know. If it's completely dry and it starts raining, it's really easy actually. If it rains 2 days before and then you have to ride. Geschenk für mich. Okay. Ich hab's im Auto, ich geb's dir gleich. Ja, genau. That was actually the year before I went to them. Like, it's like there was so good days. Eine Kappe von Team Milram. Aber das ist noch aus dem Jahr, bevor ich da hingekommen bin. Das ist noch die gute alte Colnago-Zeit. Ja, wir fahren jetzt 85 Kilometer auf der Straße, anstatt Gelände, weil es regnen soll und der Matsch hier dann richtig sticky wird und dann ist nicht so gut für die Räder, von daher komme ich dann morgen nochmal zurück. Und gucken wir den Start und das Finale an. Das ist der Iva, dann der Marius und der Sepp fahren mit. Und der Jasper, großer Favorit fürs Wochenende. Genau, quasi holländische Schwalbe-Kollegen.
beautiful road. I don't think it's gonna have enough time to dry out before. So that may be a really nasty section. If you get there and see people walking already, it's usually like, pick up your bike and save yourself from picking up 5 pounds of mud. And then there's another really nasty section, which if you pre-ride by Hamilton, which is like mile 120, and you'll have a really fast rocky descent. At the bottom of that is a mile of like low water crossings, mud road, and that will be one of the nastier. If it's still wet, it will be one of the nastier sections by far. After it, you know, you talk to someone who's done it, and you're like, yeah, that sounds like a great time. And then you kind of start doing the math, and you're like, no, it doesn't. I'll let you guys go. Good luck out there. Thank you very Feel much. free to stop back by if you guys are around. Thank you very much. Thank you. Need somewhere to hide out from the rain. Oh yeah, that's good. Good to know. Thank you very much. So I'm excited to like get some real proper gravel going on. Yeah. But in Europe, it's like either 10:36 or 10:50, you know? Yeah. There's a lot more of that kind of middle size stuff that works for us. So. Die gute Anna von SRAM checkt gerade mein Rad, guckt alles durch, ob alles funktioniert, ob alles fürs Rennen fertig ist. Und soweit funktioniert alles. Und wir hängen jetzt hier ein bisschen im Regen auf dem Parkplatz rum und trinken Tropical Punch. Sparkling Tonic, was extrem nach Süßstoff schmeckt. Ja genau, jetzt holen wir uns gleich noch einen Burger hier irgendwo mit so ein paar Fritten und dann Mac and Cheese. Und dann später noch 3 Dosen Bier mindestens. Und dann mache ich nochmal Panikernährung am Freitag, fange ich an, mich ganz gesund zu ernähren, quasi am Magen zu harmonieren und dann kann es losgehen. So the first year I did this was maybe 2015, doing the 200, and I was racing single speed, and I did everything wrong. Like, didn't bring enough food, like, you know. And riding single speed. Yeah, and that was also a mistake. And it took me like 15 hours the first year. So I came back the next year, and I shaved 2.5 hours off my time, but still got the exact same finish. Like same position, like I finished 6th place both years. And then I came back the next year and shaved another hour off my time and only moved up like 1 or 2 places. And because the winners, they just, every year it just keeps getting faster and faster and faster. And like, and that, with like when they line everybody up in the morning, it's like, okay, you think you're gonna do 10 hours? Here. All right, you're doing 11 hours? All right, you line up here. And then, you know. Like that. Yeah, so I think, which is similar to maybe like marathon. I was like, this must be what it feels like to be in the peloton, right? In like a pro race, like there's like, you're just surrounded by all these really fast people, and you know, everybody's intensity level super high, and it's like, it's exciting. I get adrenaline just even talking about it, just because it's fun. Man wäscht das Fahrrad und dann ist das eigentlich morgen nach den ersten 2 Minuten wieder dreckig. Maximal viel Druck, immer schön auf die Lager halten. Wie man weiß, ist das sehr gut für die Lager. Ich habe kein Geheimnis. Mehr ist mehr, sage ich dann immer.
Das heißt, wir sind gerade am Kalkulieren, was wir am Essen oder was ich an Essen mitnehmen muss. Und an Trinken und ja. Versuche um die 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir zu nehmen. Was natürlich nur über Gels und irgendwie Trinken zwar funktionieren würde, aber nicht gut wäre für den Magen. Daher habe ich noch so ein paar natürliche Riegel und werde leider noch Gurken kaufen, Salzgurken und Chips und so kleine Süßigkeiten, Gummibärchen, Coke, all solche Dinge, um halt was für die 2 Verpflegungspunkte zu haben, die einmal bei 120 sind und bei 164. Im ersten Checkpunkt sind es ungefähr 4 Stunden, bisschen weniger als 4 Stunden. Das kriege ich gecovert, aber dann halt quasi von da an sind es dann 140 Kilometer zum nächsten Checkpoint, was dann so Richtung 5 Stunden ist und ja, da wird es dann interessant mit dem Essen mitnehmen. Ziel ist 90 Gramm pro Stunde, ohne Magendurchbruch hinzubekommen. Ja. Ich habe insgesamt 2 Trinkrucksäcke von Apidura mit 2 Litern Fassungsvermögen. Ich starte mit einem Trinkrucksack und den zweiten wird in der Erstverpflegung sein und dann gebe ich den ab, den ersten, und der wird dann wieder aufgefüllt für die zweite Verpflegung, nur mit Wasser. Wenn es nass ist, kann das Rennen sehr, sehr lange dauern, auch mehr als die 10 bis 11 Stunden, sondern so 12, 13 Stunden. Von daher müssen wir jetzt dann auch damit rechnen. Pro Flasche habe ich 100 Gramm Power Cup mit dabei. Also ich habe insgesamt dann 200 Gramm an Trinkflaschen. Die eine so eine Tüte sind 2 Stunden, sind Stunde 3 und 4. Das heißt, diese Sachen bringen mich bis zur ersten Verpflegung. Dann von der ersten zur zweiten Verpflegung ist eine sehr lang. Da brauche ich im Prinzip das ganze Zeug hier. Das sind so Gummibärchen plus halt ja, die neuen Ministry of Nutrition Gels. Genau, und dann die letzte Verpflegung bis zum Ziel sind ungefähr nochmal 60 Kilometer von der letzten Verpflegung zum Ziel, und das sind dann insgesamt ja, 2 Stunden, ein bisschen weniger. Und genau, da nehme ich dann nur noch Gels. Wird dann schön sein, wenn man in der ersten Verpflegung schon in diesen Eimer mit salzigen Gurken fest und dann in der zweiten Verpflegung wieder und sich in die Seitentasche von der Hose packt. Das wird sehr angenehm werden. Sonst fahre ich eigentlich meinen Orbea Terra in mehr oder weniger Standard Ausführung, 46er Mono-Kettenblatt vorne, hinten werde ich 10 bis 36 fahren. Ich habe jetzt noch einen Kettenfänger angebaut zur Sicherheit. Dann habe ich hier diese Vorrichtung, um 2 Kartuschen zu transportieren, zusätzlich zu der. Ich fahre auch den neuen Schwalbe G1 RS, der wurde heute Donnerstag gelauncht. Bin den schon seit längerem gefahren, auch letztes Jahr schon bei 1, 2 Wettkämpfen, und bin sehr, sehr positiv überrascht und überzeugt, dass das auf jeden Fall der beste Reifen ist für das Rennen. In 40er Breite und ungefähr 3 Bar, also relativ viel Luftdruck, weil ja, ich einfach Speed haben will vor allen Dingen. Genau, ich fahre meinen normalen Wahoo Element und habe noch einen Wahoo Element Roam als Backup mit. Den werde ich irgendwo ans Rad dran tapen. Da ist schon die Karte raufgeladen und natürlich mit einem Powermeter gepaart. Öl gebe ich mit der Verpflegung. Fahre extra schnelles Öl, was auf jeden Fall marketingmäßig den besten Namen hat, mit Ludicrous von Makov. Neue Würste für Dynaplug, Ersatzbatterie, Multitool, genau. Schläuche und Reifenheber habe ich hier im Rahmen. Hier so eine Box drin. Da werde ich 2 Schläuche mit haben, 2 Aerotans von Schwalbe. Die sind sehr leicht und dünn. Genau. Das erste Mal, dass ich dieses Rennen fahre. Ich habe viel Schlimmes gehört, aber viel Gutes, und einzige Problem ist ein bisschen, ich habe mich für die falschen Schuhe und Pedale entschieden. Also ich fahre Straßenschuhe, also die neuen Wahoo Pedalen, und die funktionieren sehr gut. Nur sind natürlich Straßenschuhe, also Rennradschuhe, nicht dafür geeignet, damit zu laufen. Der Matsch hier ist sehr sticky, also der klebt dermaßen an den Schuhen, dass du so ein Plateau unter dir hast. Und da dran kleben auch noch durch Steine, das heißt, das kann lustig werden. Rad hat sich schon mehrmals bewährt. Die Komponenten auch, von daher passte alles.
Wir fahren jetzt nach Emporia. Die ersten 40 oder 50 Kilometer der Strecke angucken, ein bisschen was mit dem Auto und den Rest mit dem Fahrrad. Ihr fahrt dann weiter zum Meeting für die Journalistinnen und Kameramenschen. Nummernausgabe und ein bisschen rumhängen und automatische Türen machen nicht so viel Vorführeffekt, ne? Ja, wir machen gerade Recon, anstatt zu fahren, also mit dem Fahrrad zu fahren, meist mit dem Auto. Wie man jetzt hier sieht, ist es eher schmäler. 2 Spuren links und rechts, auch so ein River Crossing, gerade also eine Flussdurchfahrt, die auch schon ziemlich tief war und grob. Es war gut, das mal zu sehen. Und wenn es regnet, wird das hier auf der Straße, das merkt man schon, der Untergrund wird dann sehr, sehr klebrig. Genau, ihr müsst zum Media-Meeting und ich fahre dann quasi weiter mit Moderator. Jetzt hier, wenn man sieht, sowas haben wir jetzt halt hier dann doch schon ein paar Mal. So Schlammdurchfahrt, wo es dann einfach so mega klebt. Ja. Yeah, good. You too? Yeah, me too. Yeah. They start at 3. Yeah. Yeah, I wish them luck on Instagram. I will tell them. Yeah. See you later, man. Good. Sorry. Looks like a beaver. It's all good. Sorry, how do you spell it? So that is like a German, that is double S. Okay. But if I... All the other information is over there. How many vehicles? One? Thank you. You're welcome. Have a good race. Eis ist ja lecker übrigens. Wir waren gerade bei der Anmeldung. Gab es sowas für die Autos. Meine Startnummer mit dem Chip hinten drauf. Ich bin sogar Pro anscheinend. Das freut mich. Dann ein paar Söckchen, die würde ich verlosen. Also wer sich als erstes meldet und die Socken haben will, einfach melden auf Instagram. Ja, und halt so Werbeszeugs, ne? Klar, ein bisschen Nervosität wird da sein, aber also morgen kann alles passieren. Ich glaube nicht, dass ich um Sieg mitfahre, von daher bin ich echt mega entspannt und versuche ein gutes Rennen abzuliefern und versuche es zu genießen, aber ich glaube, das wird mir gelingen, von daher. Also es ist schon natürlich groß, das merkt man, ne? Viele Leute, ja, es ist schön zu sehen, dass so viele Menschen diesen Sport machen. Jetzt ist natürlich in dem Fall Gravel, aber ist auch so ein bisschen im Niemandsland hier in Emporia, also man muss schon ein bisschen anreisen und das nehmen echt viele auf sich, finde ich ziemlich geil. Und größten Respekt auf jeden Fall vor den Leuten, die jetzt dieses XL hier fahren mit den 500 noch was Kilometern, das finde ich schon ziemlich krass. Cheering you on as you get ready to take on this challenge.
Ich habe das dieses Jahr schon beim ersten Gravel-Rennen in den Staaten beim Belgian Ruffle Ride in Kalifornien gemacht und da waren es blaue Nägel. Haben mir nicht so viel Glück gebracht, habe mich gestürzt, aber eine Woche später habe ich ein Rennen gewonnen damit, von daher dachte ich, probiere ich erstmal was anderes. Es gab zur Auswahl Orange und Schwarz. Alter, das stinkt, das Zeug. Und ich dachte, Orange ist ein bisschen viel, weil ich habe schon so viel Orange an meinem Rad. Deswegen mache ich jetzt einfach mal Schwarz. Das ist übrigens keine Werbung für diese Marke hier, weil... Aber ja, wie findet ihr das? Sag mal. Also ich mache nur 3, jetzt habe ich jetzt 2. Kannst du das oder? Mhm. Das ist ja so gerade so argwöhnisch geschaut, weil du ganz genau weißt, wie das geht. Na gut, okay, so viel dazu. Es klappt doch nicht so gut. Aber jetzt müssen wir da durch, ne? Ja gut, also das sieht jetzt schlechter aus als bei mir. Ja, das stimmt allerdings. Stimmt, es sieht viel schlimmer aus als bei dir gerade. Okay, das war jetzt der finale Touch. Ich habe mich gedehnt, wir haben gegessen. Es ist kurz vor 8, wir müssen um 3 aufstehen. Von daher Schlafenszeit, würde ich sagen. Alright, dann bis morgen. Ja, schönen guten Morgen. Es ist 3:34 Uhr. Der Wecker hat vor einer halben Stunde geklingelt. Ich versuche mir gerade so eine Schüssel Porridge reinzuziehen, was mir die Uhrzeit nicht allzu leicht fällt. Geschlafen habe ich einigermaßen gut sogar, so knapp 5 Stunden. Und habe zwar geschwitzt wie Sau, keine Ahnung, wo das herkam. Aber bin so bereit, wie man bereit sein kann. Und habe auf jeden Fall Bock. Ein Wetter-Update ist immer noch, dass es trocken bleibt erstmal. Und es im Laufe des Tages, so gegen 11 und 12, quasi anfangen soll, mal ein bisschen zu schauern. Also wenn man das immer so sieht, ist es auch nicht erstmal alles relativ entspannt und wird auch nicht so mega heiß. Von daher für mich eigentlich ganz gut. Von daher tippitoppi, würde ich sagen. Alter, hast du einen Reifen verloren? Aber der ist, ja, aber der ist nur, der hat auf jeden Fall nur drei Felgen gehabt. Melman, coming from Manchester, Massachusetts, is currently around. Support crews, we're going to ask you to exit the arena. Make sure it's only cyclists in the middle. So if you're part of the support crew. Garmin Unbound Gravel presented by Craft Sportswear. Stop number 2 on the Lifetime Grand Prix presented by Mazda Series. 60 of the best cyclists in the country are competing across 6 iconic races, split between mountain biking and gravel cycling.
Chile. Where's my fucking Chile? Yep, you ordered? Ich weiß, dass ich vor ein paar Stunden noch gesagt habe, das Wetter ist gut und es zieht sogar auf, habe ich glaube ich gesagt. Jetzt regnet es richtig doll. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ich habe auf jeden Fall Fischerhut aufgezogen und Regenjacke an. Ja, Paul ist nach hinten gefallen leider. Wahrscheinlich ein bisschen überpaced oder sonst was. Wir konnten es vorher nicht ganz verstehen. Hinter ihm war aber eine andere starke Gruppe und vermutlich wird er mit denen gleich zusammenarbeiten. Ich glaube, das kann aufs Gemüt schlagen. Manche können damit gut umgehen, manche nicht. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Wir sind jetzt am Checkpoint 2 und erwarten jetzt gleich Sebastian und Paul. Die müssten relativ dicht beieinander hier reinfahren. Und gerade vorher haben wir beide noch schön im Matsch fotografieren und filmen können. Und Stimmung ist gut bei den beiden, eher so semi. Genau, es wird spannend. Rucksack brauche ich nicht. Ja, das können wir ja auch noch ein Häuschen machen. So I was like, alright, alone I'm actually fine, because then you're not shaving as hard. But he was just pulling so hard even on the wheel, I was on my limit. Like, he was insane. But good ride out there, man. See you next week. Hey, weiter. Alter, ihr seid geil. War hart, ey. Ey, die Scheiße mach ich nie wieder. Wir haben einen zweiten und der ersten. War brutal schnell. Ich habe einfach eine mega dumme Attacke gemacht, nach ungefähr 3 Stunden. Und bin erst alleine gefahren für so 20, 30 Minuten, dann kam Laurens Tandam und Demaki. Ja, und dann haben wir halt da vor 1,5 Stunden uns einfach so dermaßen eingeschenkt, dass ich dann irgendwann also richtig explodiert bin. So nach 5,5 Stunden waren bei mir die Lichter komplett aus. Und ging gar nichts mehr. Dann brauchte ich so 2 Stunden, um mich zu erholen. Und und bin dann halt die letzten 3 Stunden, habe ich mich eigentlich echt wieder richtig gut gefühlt. Was mich einfach mega ärgert, weil diesen 2 Stunden natürlich habe ich so viel Zeit verloren. Es war einfach ein dummer Move. Hat sich irgendwie so ergeben, dass ich auf einmal alleine war und bin dann einfach weitergefahren, ruhig. Hatte ich auf einmal ein Loch und dachte, okay, probier's mal.
Aber ja, das tat richtig weh und der Rennen war brutal schnell. Regen zwischendurch, Matsch, man musste laufen. Musste ich an einem Fluss anhalten, meine Schuhe sauber machen, weil ich nicht mehr in die Pedale gekommen bin. Also heute war alles dabei. Krasses Rennen. Krasses Rennen. Also ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein, einfach ziemlich krass. Wie bitte? Das kannst du mich vielleicht in ein paar Tagen nochmal fragen. Ja, mein Resümee zu Unbound ist eigentlich jetzt so ein paar Stunden nach dem Rennen ziemlich positiv. Ich bin sehr wahrscheinlich auf Platz 15 reingekommen, das war zumindest der Stand eben gerade noch. Womit ich eigentlich zufrieden bin. Ich habe mein Bestes gegeben, habe neue Bestwerte aufgestellt, wenn man jetzt einen rein leistungsmäßig, also wattbasiert. Von daher, klar, leistungsmäßig war es ein gutes Rennen, taktisch könnte man sich schlauer anstellen. So vom Feeling her muss ich sagen, war es halt geil, das mal mitzumachen. Ist ein riesen Event, mega viele Leute, Niveau ist krass, unglaublich. Eigentlich schon, wie schnell wir unterwegs waren. Vorher war der Streckenrekord, hat es bis jetzt als einer geschafft, also eine Person unter 10 Stunden zu fahren. Heute waren es, glaube ich, 21 Leute. Mit dem Ivar Silk hatte ich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen zu tun, auch Europäer. Ich kenne den noch aus meiner Zeit als sportlicher Leiter. Da hat er 1, 2 Radrennen gewonnen, die ich dann als sportlicher Leiter begleitet habe für ein anderes Team. Und ja, der hat heute gewonnen, ist auch auf Schwalbe unterwegs gewesen, hat mit dem neuen Reifen gewonnen, was natürlich mich sehr freut für Schwalbe, aber auch für Ivar. Was so ein bisschen so für den Kopf hart war, dass quasi auf der GPS-Karte man gesehen hat, dass irgendwie 40% Straßen sind, also Asphalt. Nur, dass in Kansas die Straßen zum Teil dann einfach Schotterwege sind, breite Schotterwege, die als öffentliche Straßen gelten. Somit war heute vielleicht der Asphaltanteil bei 6 Kilometer oder 7 Kilometer von den 320 Kilometern insgesamt. Ja, eigentlich müsste man es nochmal probieren mit einer besseren Taktik. Aber ich würde schon noch mal gerne irgendwie Top 10 fahren oder Richtung Top 5 gehen. Und ich denke, 1, 2 Versuche habe ich dann noch. Und sonst war natürlich auch diese Reise einfach mega geil. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dem Cardio, mit Nils. Hatten eine gute Zeit. Ich fühle mich wohl hier bei den Rennen. Komme sehr gut klar mit den Leuten, macht Spaß. Es ist wirklich so eine Community. Euch hat es gefallen, was wir euch hier so gezeigt haben. So ein bisschen so ein Eindruck vom Rennen. Von dem, wie die Staaten hier so sind und wie das Feeling ist. Und ja, wir hatten eine gute Zeit, hat mega Bock gemacht. Und ich hoffe, dass wir in der Runde noch öfters mal zusammenkommen.